Da hinten ist eine Parade. Ich bin gerade aufgestanden und dachte, komm, jetzt gehst du noch irgendwo runter. Und ich habe hier voll die lauten Schüsse gehört. Ich glaube, die haben eine Kanone geschossen. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Leute, meine Füße tun mir so weh. Amen. Amenito, pare, el dúo dinámico, Omanche, Galdoia, Artesia, Castillo, da Chile. Da ist irgendeine Mannschaft, die wohl Rudern. Wir haben irgendwie was in Rudern gewonnen. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall mächtig am Feiern. Und es macht einfach Spaß. Die Leute sind auf gut drauf hier. Yeah. Ja. Gut. Der Hammer. Ich habe richtig Bock zu feiern, ey. Das ist eine Rudermannschaft und da sind gar nicht so viele Menschen, aber die machen einen Lärm. Unglaublich, auch oben mit Band. Was ihr gesehen habt, da oben auf dem Balkon. Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich. Kaffee. Die sind so laut. Ja, ich bin unterwegs, Leute. Ich bin froh, dass ich noch losgegangen bin. Erstmal diese geile Stimmung in der Stadt, ehrlich. Da war eine Energie unglaublich. Ich hatte so Bock zu feiern, ey, ein Bierchen mit den Leuten zu trinken, aber war jetzt schon vorbei. Und jetzt hier Aussicht auf den Mond, ey. Ich glaub's nicht. Der Hammer. Ich bin einfach super glücklich, Leute, ihr müsst, was heißt ihr müsst gar nichts, aber überlegt euch, ob ihr so einen Weg immer gehen wollt, weil ich dachte mir, das war auch einer meiner, also es gab ja 1000 Gründe, warum ich losgegangen bin, aber mein Gedanke war auch, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und zurück auf mein Leben gucke, dann willst du doch was erlebt haben. Dann willst du doch die Sachen gemacht haben, die dir immer als Sehnsucht, als Sehnsüchte in dir waren. Für mich war der Jakobsweg, der ist mir immer wieder begegnet. Und für manche ist es eine Thailandreise, für manche ist es eine Sportart, die man ausprobieren will. Aber man guckt gerne auf sein Leben zurück und denkt, boah, ja, aber das war geil, das hat Spaß gemacht. Und da gehört die Arbeit nicht zu. 8 Stunden am Tag arbeiten, die gehört da ganz sicher nicht zu. Und das habe ich mir nämlich mal gedacht, ich war nur feiern auf Festivals, Techno, auf viele Drogen genommen und so, ne? Und hat auch Spaß gemacht. War eine geile Zeit, will ich gar nicht missen. Ich habe super Leute kennengelernt, aber ich habe dann mal einmal aus einem Jahr zurückgeguckt und dachte, boah, Yoshi, was hast du denn gemacht? Feiern, ja, feiern. Aber ich habe nichts gemacht, wo ich dachte, boah, Yoshi, da hast du wirklich etwas gemacht, was dir Spaß macht, was du immer machen wolltest. Ja, die ganzen letzten Jahre habe ich verplempert, indem ich feiern war. Ja, man kann trotzdem feiern gehen, ist ja kein Thema, aber mal irgendwie etwas arbeiten, was dir wichtig ist. Jeder hat was, woran er Spaß hat. Und
Ich hatte mich erst nicht so getraut, so loszugehen. Ne? Das muss über mir erst alles sehr beschissen werden, dass ich dann sage, ich gehe. Ja. Leute. So, meine Lieben, ich bin heute wieder mit Flipflops unterwegs. War aber eine dumme Idee. Ich dachte, irgendwie kommt die erste Stunde. Letztes Mal war es ganz bequem, aber jetzt ist ja alles ein bisschen nass. Wow, ja, ich bin mal kurz im Rutschen. Bin eben noch am Anfang mit 3 Franzosen gegangen. Die sind jetzt weiter vorne, die kann man nicht mehr sehen. Ich gehe jetzt ein bisschen langsamer, weil ich warte jetzt auf die nächste Bank, wo ich dann gemütlich meine Schuhe anziehen kann. Ja, ich bin heute ein bisschen früher los, also um 8 Uhr gestartet. Weil um 7:30 Uhr das Frühstück, um 8 Uhr musst du da raus. War aber gut, es ist halt 4 Euro zahlt für das Frühstück, das ist so Pilgerfrühstück, kriegst halt einen Kaffee, aber einen großen Kaffee, wie in Deutschland, richtig gut. Und einen Orangensaft und 2 Brötchen. Jetzt bin ich ja früh genug los, 30 Kilometer. Und nee, Quatsch, 24 Kilometer glaube ich. Oh, das ist Steigung. Ich brauche gleich meine Stöcker wieder. Nicht das anhört. So, ich habe ein Apfel bekommen. Von den Herrn da vorne. Sie ist eben zum Apfel gerannt und den hat mir gezeigt und auf den Boden gelegt. Das war der mir offen die Kippe gegeben hat. So, wie ihr sehen könnt, ist Frühstückzeit hier. 1, 2, 3. Man sehen kann, der hinten auch. Alle am Frühstücken. Richtig cool. Ich guck da eben so hin. Sind die gleich alle 3 gleichzeitig am Saugen? Hier, er auch. So süß. Sagen, Flipflops ist sogar angenehmer zu laufen. Natürlich im Wald ist es dann schon problematisch. Aber für die Füße ist es viel angenehmer. Viel angenehmer als in diesen Schuhen. Vor allem, ich habe ja schon ein paar Blasen. Also gut, ist egal. Ich bin gleich am ersten Ort. Ich glaube, da hinten, der letzte, ist dann der Ort, wo ich hin muss. Ein D-Bar heißt der. Slalom, Baby. Slalom. Slalom. Das ist die Sporteinheit am Morgen. Ich hoffe, ich bereue das nicht gleich. Macht das Spaß. Oh, hallo. Ihr seid auch schon da? Oh Gott. Mal so zum Verständnis, wir sind hier in Zumaya. Also die erste Ortschaft haben wir schon geschafft, dann sind es nur noch 2. Die haben hier wohl eine kleine Werft, ein kleiner Hafen. Das sind sowieso alles Hafenstädte, ne? Also Spanien war ja damals auch Vorreiter, was Schiffe angeht. Und ich meine, die haben ja die ganze Welt erobert damals. Also ich merke gerade, dass ich gerne einen Kaffee trinken will. Es ist halt so ein Ding, ich hatte mir schon überlegt, so eine kleine Thermoskanne mitzunehmen, um mir dann irgendwo Kaffee abzufüllen. Komm, ich habe zwar alle Kochutensilien, nur da, wo ich die Pfanne drauf stelle oder den Topf. Das habe ich nicht. Das müsste ich mir selber basteln aus Draht oder so. Vom alten Zaun, aber da musst du erstmal was finden. Ne? Ich guck schon. Ich habe auch keine Kneifzange. Also ich muss echt Glück haben, so Stacheldraht zu finden, dass ich dann so ein bisschen biegen kann. Das wird schon reichen. Das kann ich mir hinten einen Rucksack machen. So, ich bin jetzt gleich hier auf der Autobahn.
Also es ist ein offizieller Weg für die Pilger. Und ich konnte gerade von Weitem konnte ich die Franzosen sehen. Haha, ich habe sie wieder eingeholt. Ich freue mich, wenn du zwischendurch mal irgendwo Menschen siehst. Ja, dann weißt du, du bist nicht allein. Das ist gut. Hier vorne ist ein Restaurant. Sieht aber nicht offen aus, weil ich habe echt Bock, mich hinzusetzen und Kaffee zu trinken. Ehrlich, ich habe Bock auf Kaffee. So, ey, super. Also, ich habe da nicht nur meinen Kaffee bekommen. Oh, warte. Ich hoffe, ey, die Kamera ist nicht dreckig. Ich habe nicht nur meinen Kaffee bekommen, sondern ich habe da erst 2 Holländer kennengelernt, mit denen ich mich unterhalten habe. Die laufen aber nur bis bei Bilbao, weil die nur 2 Wochen Urlaub haben. Dann habe ich einen Amerikaner kennengelernt aus Virginia. Und wir haben uns super gut verstanden. Der hat mir einen Kaffee ausgegeben, richtig cool. Ohne es mir zu sagen, der ist dann weitergegangen und dann wollte ich reingehen bezahlen und dann meinte, nee, ja, er hat schon bezahlt. Und wir haben es richtig gut verstanden. Er hat genau die gleichen Serien geguckt wie ich und er war voll begeistert von der deutschen Serie Dark. Und ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken. Er meint, absoluter Mindfuck. Oder Mindblow, hat er, glaube ich, gesagt. Und ja, jetzt mache ich mich weiter auf den Weg. Vor mir sind wieder welche andere. Ich bin auch ganz froh, dass der alleine losgegangen ist, weil es ist manchmal so komisch. Manche Leute wollen alleine gehen, manche zusammen. War auf jeden Fall ein cooles Zusammentreffen. Mein erster Amerikaner, den ich hier treffe. Richtig cool, echt. So, der Regen hat ein bisschen aufgehört. Das Problem ist, ich bin an der Gabelung. Und es ist kein Fall da. Oh. Da ist ein bisschen gelb am Baum. Aber ich weiß nicht, dass der richtige Weg ist. Ich muss sagen, der Weg ist wunderschön. Es war sehr glitschig. Aber sehr schön. Das ist wirklich glitschig. Ich kann nicht aufhören zu rennen. So, also in Deba alles hat zu, die Touristikinformationen und die ganzen Herbergen. Die Polizei meinte, es sollte und Daroa. Ich fahre jetzt zu, also ich überspringe leider eine Etappe, aber ich weiß halt nicht, wo ich schlafen soll. Jetzt fahre ich nach Markina. Das ist eigentlich die nächste Etappe von Deba nach Markina. Aber jetzt nochmal 30 Kilometer laufen, das packe ich nicht. So, ich habe eine Herberge gefunden. Bin jetzt nach Markina gefahren und bin vor, eine Unterkunft zu haben. Ja, so sieht's aus. Bin mega kaputt und ja, bin heilfroh, Platz zu schlafen zu haben, weil jetzt vom Kollegen hatte ich die Adresse, dass man hier pennen kann. Und für die nächste Unterkunft habe ich jemanden angeschrieben. Boah, ich bin total kaputt. Also ich bin gut drauf. Siehst jetzt vielleicht aus, als wäre ich schlecht drauf, aber ich bin einfach völlig fertig. Es war eine anstrengende Fahrt. Ja, ein anstrengender Weg. Die Fahrt war super.